Schön, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler. Ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Nach einer kurzen Umfrage haben sich die meisten von Ihnen mehr Informationen zum Wirkstoff MCP gewünscht. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, ich werde es versuchen, ganz kurz und knapp zu machen. Für eine längere Version, insbesondere auch für Informationen über Wechselwirkung und über die eigentliche Wirkung des MCPs, lege ich Ihnen den Link zu MCP Intensiv hier unten mit rein und dann kann es schon losgehen. Das MCP findet Anwendung bei Übelkeit und auch bei Erbrechen, unter anderem auch bei Migränepatienten. Der Wirkstoff sollte eine halbe bis eine Stunde vor dem Essen eingenommen werden, weil er nicht nur gut gegen die Übelkeit wirkt, sondern auch Essen, was dann in den Magen fällt, etwas schneller aus dem Magen wieder raustransportiert, sodass der Magen dann nicht so stark mit Essen belastet ist. Das heißt, denken Sie daran, wenn Sie überhaupt was essen, das Essen ist nicht nötig für die Wirkung, dass Sie das MCP dann etwa 30 bis 60 Minuten vor dem Essen einnehmen. Eine Tageshöchstdosis liegt bei 3 Tabletten MCP à 10 Milligramm. Sie sollten einen Mindestabstand von 6 Stunden zwischen der MCP-Einnahme unbedingt halten, weil das MCP einige Nebenwirkungen eingehen kann und wenn der Abstand zu kurz gewählt wird, dann können die mehr zum Tragen kommen. Wenn Sie nach der Einnahme plötzlich erbrechen, sollten Sie in dem Fall keine MCP-Tablette nachnehmen, weil man nicht sicher sein kann, ob schon einiges des Wirkstoffes doch ins Blut aufgenommen wurde und man eine Überdosierung auf jeden Fall ausschließen möchte. Der maximale Wirkstoffspiegel ist im Schnitt etwa nach einer Stunde erreicht. Das ist dann auch der Grund, weshalb Sie es dann die eine Stunde vor dem Essen einnehmen sollten. Ohne ausdrückliche ärztliche Abklärung sollten Sie das MCP nur so kurz wie möglich einnehmen und eine Dauereinnahme von über 5 Tagen vermeiden. Wenn Sie das MCP über einen längeren Zeitraum einnehmen, sollte, wenn möglich, die 3-monatige Langzeitanwendung nicht überschritten werden, weil das Risiko für eine bestimmte Nebenwirkung bei einer Langzeiteinnahme dann erhöht sein könnte. Und zwar spreche ich da von Spätdyskinesien, das sind Bewegungseinschränkungen, Bewegungsstörungen nach der MCP-Einnahme. Das Schwierige an diesen Nebenwirkungen ist, dass es sich um irreversible Nebenwirkungen handelt. Das heißt, auch wenn das MCP dann abgesetzt wurde, kann es sein, dass die nicht wieder verschwinden. Das ist der Grund, weshalb die Langzeitanwendung kritisch zu betrachten ist und die immer nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung des Arztes erfolgen sollte. Eine sehr häufige Nebenwirkung des MCPs ist eine Schläfrigkeit, die betrifft im Durchschnitt mindestens jede 10. Person. Das ist auch der Grund, weshalb man unter der MCP-Einnahme nicht am Straßenverkehr teilnehmen sollte und keine Maschinen bedienen sollte. Nur wenn man bei einer Langzeiteinnahme merkt nach einigen Tagen, dass diese Nebenwirkungen nicht auftreten, dann kann man sich langsam daran wagen, aber unter der MCP-Einnahme ist das eher kritisch zu betrachten. Da ich hier nicht alle Nebenwirkungen anspreche, gehe ich jetzt noch auf die Nebenwirkungen ein, die in etwa mindestens jeden Hundertsten betreffen können. Dazu zählt allen voran die Nebenwirkung von Parkinsonoiden Symptomen. Das sind Parkinson ähnlichen Bewegungsmustern. Das heißt, es kann zu einem Zittern kommen, zu einem Tremor kommen. Es kann auch zu Bewegungsstörungen kommen. Wenn Ihnen das bei sich oder auch bei Ihrem Angehörigen plötzlich auffällt, dann sollte das MCP sofort abgesetzt werden und ein Arzt kontaktiert werden. Als weitere häufige Nebenwirkung gilt der Durchfall. Das ist natürlich ein Problem, wenn man das MCP bei einer Magen-Darm-Erkrankung gibt, weil es sehr gut gegen die Übelkeit wirkt, aber den Durchfall eventuell verstärken kann, weil das MCP nicht nur auf den Magen prokinetisch wirkt, das bedeutet, dass der Magen stärker arbeitet, sondern auch noch auf den Darm und das kann dann einen Durchfall verstärken.
Als nächstes wäre noch zu erwähnen, dass der Blutdruck unter der MCP-Einnahme etwas sinken kann, weil die Gefäße sich weiten. Es kann auch zu Abgeschlagenheit kommen, es kann auch zu Depressionen kommen, es kann auch zu einem Neuroleptika-Syndrom kommen, auf das ich nicht näher eingehen möchte. Der Grund dafür ist, dass das MCP wie ein Neuroleptikum wirkt, worauf ich in meinem Video MCP intensiv noch viel genauer eingehe. Die letzte Nebenwirkung, die ich hier noch erwähnen möchte, ist die Nebenwirkung, die nur bei einer Langzeitanwendung auftritt. Und zwar kann es zu einer Erhöhung des Prolaktinspiegels im Blut kommen. Das ist ein bestimmtes Hormon und die Folge können sein, dass es bei der Frau zu Unregelmäßigkeiten im Zyklus kommen kann oder gar zum Austritt von Milch in der Brust. Beim Mann kann das dazu führen, dass es unter der Langzeiteinnahme zum Brustwachstum kommt. Weil das auch häufig so ein tabuisiertes Thema ist, möchte ich Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das MCP allerdings nur bei Langzeitanwendung ein Grund dafür sein könnte. Unterm Strich kann man sagen, dass das MCP ein sehr gut wirksames Mittel bei Übelkeit und Erbrechen ist, auch sehr gut wirksam als Prokinetikum, also als Wirkstoff, der den Magen und den Darm in seiner Arbeit hält. Es gibt einige Nebenwirkungen und auch Wechselwirkungen, auf die ich noch genauer in meinem Intensivvideo eingehe. Wenn Sie das MCP längere Zeit einnehmen, dann empfehle ich Ihnen da auf jeden Fall reinzuschauen, weil da nochmal ganz bestimmte Punkte angesprochen werden, die für Sie auf jeden Fall relevant sind. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinem Video einige Informationen schon zum MCP bereitstellen. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Gerne können Sie auch meinen Kanal abonnieren und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder gesund werden und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.